Ja, hallo ihr Lieben. Mein Team und ich waren wieder sehr fleißig. Und zwar haben wir uns Gedanken gemacht für eine Sonnenanfertigung für eine Hotelkette. Der Auftrag war hier, eine Wandfläche zu bestücken mit einem Formikarium. Ja, und ihr seht hier auch schon die ganzen Einzelteile, die wir hier auch verwenden werden. Und wie das Ganze dann fertig aussieht, das seht ihr im folgenden Video. Ja, jetzt sind wir hier in Oberhof, das ist im Thüringer Wald. Viele von euch kennen ja diesen Ort als Wintersportzentrum. Und ich würde euch jetzt erstmal ein paar Bilder hier vom Ort zeigen und dann sage ich euch, um was es hier genau geht. Das hier ist der Grund, warum wir hier sind. Das ist das Hotel The Grand Green. Das Ganze hier ist mitten im Thüringer Wald und das Konzept von dem Hotel ist ein bisschen dieser naturbezogene, nachhaltige Familienurlaub. Das Ganze ein bisschen exklusiv und luxuriös auch gestaltet. Und sie haben hier so 3 Tiermaskottchen. Das ist einmal die Eule, das ist der Igel und das ist die Ameise. Das Letztere ist der Grund, warum hier ein Formikarium geplant ist. Ja, also wir werden jetzt hier so ein tolles Formikarium aufbauen. Das Ganze ist jetzt 3 Tage vor der Eröffnung. Das heißt, hier ist noch viel Baustelle und noch viel zu machen. Und ja, kommt doch einfach mal mit. Ja, und das hier ist jetzt die Wandfläche, wo wir die Ameisenanlage aufbauen werden. Das Ganze wird mit mehreren Becken und Röhren verbunden. Und ihr könnt euch das Ganze anschauen, wie wir das Ganze jetzt aufbauen. Wir haben jetzt die Becken schon soweit an der Wand platziert. Die Röhren sind jetzt hier mit den Becken soweit verbunden. Der nächste Schritt, den wir machen werden, ist jetzt hier so ein Ausbruchsschutzöl hier drin noch mal zu platzieren, dass die Ameisen natürlich nicht rauskommen, wenn ich so einen Deckel abnehme. Dann werde ich jetzt hier gleich noch ein bisschen Bodengrund drinnen platzieren. Und dann könnte man rein theoretisch auch die Ameisen reinsetzen. Natürlich müssen wir schauen von der Beckenverteilung her. Hier ist es so, dass man hier Blätter reingeben kann, hier und hier. Die Pilzkammer wird hier unten sein, das heißt, hier ist das Ganze, was hier unter Tage ist. Also hier ist sozusagen so diese Erdschicht. Dann haben wir hier die Abfallkammer. Und die anderen Becken sind jetzt erstmal optional als Auslaufbereich. Aber wie die Ameisen ja manchmal so sind, sagen sie dann, dass sie trotzdem die Pilzkammer zum Beispiel hier oben platzieren. Da müssen wir einfach schauen, wie die Tiere das soweit annehmen. Ne? So, dann fange ich mal an.
Ja, und jetzt kommt wieder das Wichtigste, die Ameisen. Die müssen jetzt reingesetzt werden. Wir haben sie wieder in so einer Box. Und dann hole ich sie mal raus. So, wir haben hier noch ein paar Blätter. Die packe ich der Pilzkammer einfach schon mal so ein bisschen dazu. So, jetzt haben wir es endlich geschafft. Ja, die Ameisen sind jetzt hier soweit drin. Und letztendlich seht ihr hier diesen klassischen Aufbau. Künftig wird hier die Futterkammer sein. Das heißt, hier werden sie die Blätter schneiden. Wir haben das jetzt erstmal nochmal hier vorne gemacht, weil die Wegstrecke soll ja dementsprechend erstmal kurz sein, weil sie müssen ja erstmal alles erkunden. Ja, weil hier geht es dann runter zu der Pilzkammer, wo auch die Königin sitzt mit der Brut drum und dran. Das müssen sie jetzt erstmal alles wieder aufbauen. Hier geht es rüber zur Abfallkammer. Da haben wir schon ein bisschen Abfall aus der Transportbox hier rübergepackt. Vom Geruch her, dass die Tiere schon gleich erkennen, dass dort auch der Abfall dann dementsprechend hin soll. Und ja, es ist soweit hier mit Schutzkappen hier nochmal versehen. Wir haben hier die Lüftungsgitter drauf, hier ist Temperatur und Luftfeuchtigkeit, die Anzeige, die ist in der Pilzkammer wichtig. Falls sich jetzt später noch eine andere Kammer zu einer Pilzkammer entwickelt, müsste man dementsprechend dort auch nochmal diese Anzeige machen, weil hier ist es ja am wichtigsten, dass ich die Temperatur von so 21 bis 24 Grad hinbekomme und so 70–80% Luftfeuchtigkeit mindestens habe. Belüftung ist hier auch nochmal gewährleistet, darüber kann man das regulieren. Mit der Beleuchtung könnte man hier nochmal schauen, dass man das hier ein bisschen anders hin macht. Ist jetzt so vom Licht her ein Fall hier ein bisschen sehr schattig. Ich hoffe, es gefällt euch trotzdem soweit. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir fahren jetzt nach Berlin. Bis zum nächsten Mal.